in dem hinteren Bereich, hier hinten, Diesel seitlich rausspritzt. Ich weiß jetzt nicht, was das bedeutet. Muss der Zahnriemen ab und die Zahnriemenscheibe muss auch ab. Plänen und Segelbooten, das sind einfach zwei Worte, die nicht so zusammenpassen. Für mich geht es heute wieder in den Motorraum. Ich habe ein paar Sachen im Motorraum gemacht, die ich euch zeigen will. Und es gibt eine mittelschlechte bis schlechte Nachricht. Ich kann sie noch nicht genau einschätzen. So, wir sehen jetzt den Motor hier von der Hinterseite. Wir haben hier die Impellerpumpe dahinter. Die fördert das Salzwasser in den Motor rein und geht danach praktisch in den Wärmetauscher. Da habe ich den Deckel abgenommen, habe das alles gereinigt, habe den Impeller rausgenommen, der sah noch super aus und habe einen neuen Impeller da natürlich eingesetzt und habe dabei auch diese beiden Gummirohre nochmal gereinigt, die waren salzverkrustet innen drin und ist auch wieder dicht, funktioniert alles. Bei der Gelegenheit hatte ich gerade auch, vielen Dank Dietmar, du hattest das im letzten Video gesehen, hier von dem Wellengenerator, da war die Rippe praktisch war der Riemen um eine Rippe versetzt. Das war ganz einfach zu korrigieren. Danke für die Hinweise. Manchmal ist es echt viel einfacher, als man glaubt. Ja, aber es gibt auch eine schlechte Nachricht. Ich hatte ja praktisch hier einen Teil der Wartung gemacht, habe mir auch das Öl nochmal angeguckt, den Ölstand angeguckt, Wasserstand angeguckt, alles was man so macht, bevor man losfährt. Denn wir hatten eigentlich vor, morgen auf Testfahrt zu gehen für 2-3 Tage zum Systeme testen. Und dabei habe ich den Motor natürlich nochmal laufen lassen, weil ich auch testen wollte, ob wir jetzt von der Lichtmaschine über die Starterbatterie durchladen können auf die Lithiumbatterien mit dem B2B-Ladegerät. Habe den Motor laufen lassen, eingekuppelt, so bei ca. 1500 Umdrehungen und habe dann auch mit der Temperaturpistole nochmal den Motor an verschiedenen Stellen durchgemessen, ob irgendwas Besonderes ist. Es war auch alles normal und dann habe ich natürlich visuell nochmal alles geprüft beim laufenden Motor und habe dabei festgestellt, dass in dem hinteren Bereich, hier hinten, ich zeige euch das gleich nochmal, Diesel seitlich rausspritzt. Man kann das ganz leicht sehen, hier hinten ist eine dunkle Stelle. Das hier ist die Einspritzpumpe. Das ist deswegen so ein bisschen beunruhigend, weil ich im Moment nicht beurteilen kann, wo es rausspritzt. Das kann nur eine Kleinigkeit sein, es kann aber auch was Größeres sein. Und die Maschine, das ist ja eine Prima Perkins M50, ist eigentlich eine sehr solide Maschine und die Ersatzteilversorgung soll auch noch gut sein. Jetzt habe ich gestern natürlich mal recherchiert, gibt es die Einspritzpumpe noch, die gibt es nicht mehr, also ich kann sie nicht bestellen, das scheint wohl eine Bosch-Pumpe zu sein, ich finde aber das Typenschild nicht. Da unten, wo jetzt das Licht hinscheint, da steht das Öl. Dort ist es ölig und glänzt. Könnte es sein, dass die Pumpe eben nicht vorne aus dem Zahnriemenkasten quasi den Diesel verliert, sondern eben an der Seite. Am Hochdruckteil und nach hinten läuft, meinst du das? Ja, nee, ganz hinten wird es nicht sein, das wird nicht bis nach vorne laufen. Also bis nach vorne zum Zahnriemen. Also das Boot ist ein bisschen geneigt, ne? Weil wir hinten mehr Last haben als vorne. Ja, aber es ist halt unter der Pumpe, ist halt nochmal so ein Blech damit das alles fest ist. Ja, klar, das kannst du machen. Ich kann dir nur hier Bilder schicken von dieser Anleitung, die ich hier habe, damit wir wissen, wovon wir reden. Oh, ich habe ein Indiz, Flo, ich habe ein Indiz. Na? Erzähl mal. Und zwar unter dem Blech. Ja. Direkt über der Lichtmaschine. Da ist es jetzt ölig, obwohl ich das vorhin gereinigt habe. Ja, es kann natürlich auch sein, wenn du jetzt mit Bremsenreiniger dabei gehst, dann machst du das ja alles noch dünner und dann ziehst du das überall hin und es läuft dann auch eine Weile noch nach. Also das ist jetzt nicht unbedingt... Okay, also mehrfach abreinigen. Es läuft halt immer an die tiefste Stelle dann runter. Ja. Deswegen muss hier gerade eben
Der installiert hier gerade wohl der App neu, weil das natürlich abgelaufen war. Geht das noch? Das klappt ja eigentlich immer. Ah, okay, da läuft es natürlich hin, weil der Motor nach vorne geneigt ist. Das ist ja, da. Ja, in dem Fall Achtern, ja genau. Mhm. Ja, genau, in die Richtung geneigt ist. Ja, genau. Aber da läuft natürlich alles hin, was von oben irgendwo kommt. Ob das nun aus deiner Umlaufleitung rausläuft oder aus der ankommenden Leitung. Die ankommende Leitung ist ja die mit dem dicken Schlauch da, der gelbe. Ja, genau. Die ankommende Leitung. Ja, genau. Und da ist es aber trocken. Deswegen glaube ich nicht, dass es daher kommt, sondern ich glaube eher, dass es von dieser einen Schraube bei der 6 kommt. Ja. Okay, ich gucke mal in die anderen Bilder hier, ob ich hier noch irgendwas sehe. Was ist nichts? Kannst du da quasi drunter Bilder machen oder filmen, während der läuft, oder ist es so da drauf zu hängen? Was denn? Emotion. Lieber nicht. Lieber nicht. Ja, was ist das denn? Verzweiflung. Eigentlich sollten wir hier noch am Räumen sein und uns vorbereiten, morgen früh abzufahren. Und jetzt hängt da schon wieder Kopf über dem Motor drin. Das war nicht das Ziel. Nö. Dafür haben wir nicht das Boot gekauft. Ist natürlich schon ein Teil vom Ganzen, dass man auch mal schrauben muss. Aber ja, ist gerade ein bisschen viel. Das hieß, der Motor ist in Ordnung. Ja. Der Gutachter hat gesagt, der Motor ist in Ordnung. Nee, der Motorspezi hat es gesagt, der Gutachter nicht. Der hat gesagt, das macht der Motorspezi. Ja, der Motorspezi hat gesagt, der Motor ist in Ordnung. Dann gehe ich auch davon aus, dass der Motor in Ordnung ist und nicht, dass du kurz darauf mit dem Kopf über im Motor drin hängst. Und das ist das, was mich nervt. Ich meine, dafür hast du einen Spezialisten drauf gucken lassen. Ne, der steckt auch nicht drin. So eine Dichtung kann auch einen Tag danach kaputt gehen. Ne? Ja, wie auch immer. Ich will dir ja gar nicht dagegen reden. Das ist ärgerlich. Ja, eben. Und ich habe jetzt hier eine GoPro hingemacht und da unten eine GoPro, die liegt jetzt praktisch hinter meinem Finger, ist schwer zu sehen und rechts davon ein Licht. Also der Motor ist jetzt 5 Minuten gelaufen, habe auch ein bisschen Gas gegeben, habe das auch versucht zu simulieren, so wie es gestern eben auch war, eingekuppelt und dann Gas geben, dass er ein bisschen Last kriegt. Also der Diesel ist jetzt nicht seitlich rausgespritzt, wie wir es gestern hatten, aber ich habe ziemlich am Anfang schon gesehen, wenn man die Einspritzpumpe hat und dann gibt es diesen Flansch, wo das am Motorblock fest ist und da scheint das rauszulaufen. Also nicht auf der Seite vom Zahnriemen und Zahnriemenkasten, sondern innerhalb. Und obendrauf, auch an der Stelle sitzt auch eine Schraube, da hat sich auch als erstes eine Pfütze gebildet. Und ich weiß jetzt nicht, was das bedeutet. Das ist jedenfalls eigentlich der Niederdruckteil, eigentlich da, wo man nicht viel kaputt machen kann. Also ich gucke mir das jetzt nochmal mit dem Spiegelchen genau an, wo jetzt was ist. Und ich habe ja die Kameras laufen gehabt und dann gucke ich mir die Kameras an und dann mal gucken, ob ich da was sehe. Dichtung klingt ja immer nach, kann man machen. Ja, mein erster Impuls wäre jetzt, also dazu muss die Pumpe ab und dazu muss
muss der Zahnriemen ab und die Zahnriemenscheibe muss auch ab. Das heißt, Zahnriementausch, Pumpe ausbauen, neue Dichtung rein. Vielleicht ist es doch der Simmering, also das ist vom Simmering, das ist konisch am Ende, da sitzt der Simmering, das ist von dort wieder nach unten. Weiß es nicht, aber es hilft schon mal zu wissen, wo es rausläuft, oder die Vermutung hat sich erhärtet, und ich gucke es mir auf dem Video nochmal an und dann weiß ich mehr. Das eine ist ja immer das Anfassen und das am Motor sehen, und das andere ist immer das Verstehen. Deswegen hole ich mir da immer gerne das Handbuch dazu und die Bilder und die Explosionszeichnungen. Und wir haben hier oben links in der Ecke haben wir die Einspritzpumpe. Da hinten sieht man den Flansch, der auf dem Motorblock drauf sitzt, und dahinter ist praktisch der Zahnriemen dann. Und es geht eben genau um das Ende von diesem Flansch, von dieser Befestigung, und um die untere Schraube geht es. Und ich hole jetzt mal noch mal ein anderes Bild her, da sieht man das ein bisschen besser. Das ist jetzt hier die Explosionszeichnung. Wir haben hier die Einspritzpumpe, hier ist der Flansch. Jetzt sehen wir es aber von der anderen Seite, denn hier vorne auf diesem Konus sitzt die Zahnriemenscheibe drauf. Und an diesem Punkt hier, praktisch dort, wo der Flansch auf dem Motorblock aufsitzt, dort läuft unten, da wo die 10 steht, da läuft Diesel raus, aber auch hier oben von der 13 sieht man auch, dass es glänzt. Das ist also praktisch innenseitig an dieser Befestigung läuft es runter, und hier, wo die 6 ist, wenn ich da drunter fasse, da ist der Diesel gewesen. Das heißt für mich, es ist entweder am Ende des Dorns der Simmering, der dort sitzen soll, und diese Dichtung. Ich kann im Moment nicht einschätzen, was jetzt das Wichtigere ist von beiden. Und das heißt im Umkehrschluss, ich gehe jetzt noch mal ein ganzes Stück zurück und gucke mir mal den Zahnriemenkasten an. Das sind 3 Räder, und das mittlere, die Nummer 12, dahinter sitzt die Diesel-Einspritzpumpe. Das heißt, die Nummer 12 muss ab, dazu muss praktisch erstmal, davor wiederum sitzt der ganze Keilriemen, die ganze Keilriemengeschichte, also Keilriemen runter, die Scheiben von den Keilriemen auch runter, weil sonst kriege ich die Kiste nicht auf. Dann die Kiste auf, die 12 ab, Diesel-Einspritzpumpe ausbauen, Dichtung einbauen, wieder zusammenbauen. Kann ich nicht. Und das heißt, das ist nicht morgen gemacht. Das heißt, ich brauche einen Mechaniker, der mir das macht. Heißt aber auch, dass wahrscheinlich die Pumpe nicht zerlegt werden muss, was schon mal nicht schlecht ist, weil die müsste eingeschickt werden. Trotzdem, die Dichtungen fehlen, die Ersatzteile fehlen. Das ist also nicht morgen gemacht, und also irgendwas zwischen 1000 und 3000 Euro, schätze ich mal. Ja, schlechte und gute Nachrichten zugleich. So, wir gehen jetzt zum Strand. Ja. Uns mal kurz rausziehen. Ich glaube, das muss sein. Kurze Pause. Also tut gut, am Strand zu sein, ein bisschen rauskommen. Ich bin ja kein Spezialist, und wenn sowas auftritt, dann überfordert mich das immer erstmal. Dann weiß ich auch nicht, ist das jetzt teuer, wie lange liegen wir hier? Das besorgt natürlich immer extrem. Aber ich fuchse mich halt dann rein, und jetzt so ein bisschen aus Abstand betrachtet war eine Einspritzpumpe immer etwas, wo man nicht dran darf, weil das eben Hochdruck ist und Spezialisten was machen müssen. Aber jetzt habe ich eben gelernt, welches der Hochdruckteil und welcher es eben nicht ist, und auch wie man vernünftig Fehler sucht und welche Schritte man da am besten einhält. Und ich bin natürlich auch extrem froh, dass ich da den Flo habe, der mir da hilft und der da Fachkenntnis hat und da auch Lust drauf hat. Ist wirklich ein guter Freund.
Also nicht jemand, den ich nur anrufe, wenn ich Probleme habe. Insofern wieder was dazugelernt und noch nicht am Ende, aber wir nähern uns. Das ist wieder ein schönes Beispiel von Plänen und Segelbooten. Das sind einfach zwei Worte, die nicht so zusammenpassen. Wir hatten überlegt, 3 Tage wegzufahren, einfach weil wir raus mussten und mussten sowieso noch die Spraywood nachnähen lassen. Und das war ja eigentlich eine schöne Vorstellung. Und ja, dann hat eben dieses Theater angefangen und jetzt sieht es also wahrscheinlich so aus, dass wir wohl den Mai noch hier sein werden. Aber das erklärt euch Christoph, glaube ich, besser. Also wir haben jetzt noch keine abschließende Info. Ich war jetzt mit 2 Motorenspezialisten hier im Motorraum und hatte ja mit Flo mich lange ausgetauscht, danke Flo. Stoß aber hier an meine Grenzen, weil die Dieselpumpe muss definitiv raus und dafür muss der Zahnriemen ab und der Zahnriemen muss beim Montieren und beim Demontieren muss man richtig vorgehen, sonst macht man den Motor kaputt, weil sonst sind die Ventile eingestellt und so weiter, falsch eingestellt. Das heißt, ich komme da an meine Grenzen, deswegen habe ich mir das mit 2 Mechanikern angeguckt, der letzte war heute Morgen da. Und also es ist so, die Pumpe muss raus, der Zahnriemen muss dann auch ersetzt werden. Und ich glaube, wir haben dann einen ganz guten Mechaniker jetzt an der Hand, der hat auch Zeit. Das Nadelöhr ist allerdings der Spezialist für die Dieselpumpe, um die zu überholen, also die Hochdruck-Einspritzpumpe. Und ja, also wir haben noch nichts Abschließendes, aber es ist schon mal gut zu wissen, dass wir hier jemanden Verlässlichen haben, der das machen kann. Und ja, nach wie vor ist es so, das wird also erstmal liegen wir deutlich länger, jetzt mindestens 3 Wochen länger. Das heißt, wir haben den Mai nochmal komplett hier bezahlen müssen. Das wollten wir überhaupt nicht. Und das andere ist, dass da jetzt eben nochmal ein 5-stelliger Betrag auf uns zukommt, von dem wir die Höhe noch gar nicht kennen. Das heißt, das sind beides unvorhergesehene Ausgaben, die es uns natürlich jetzt schwer machen. Die ganzen Ausgaben, die da jetzt auf uns zukommen, die waren nicht eingeplant. Also waren sowieso jetzt schon viel zu viele Ausgaben an dem Boot, die wir nicht eingeplant haben. Wenn du magst, was wir tun und möchtest uns unterstützen, dann wär doch Teil der Petrin Crew. Wir blenden den Link ein und du findest den Link natürlich auch unten in der Beschreibung. Als Petrin Crew Mitglied bekommst du natürlich Bonusinhalte, du bekommst die Videos werbefrei vorab und noch vieles mehr. Wenn du uns anders unterstützen möchtest, du kannst auch, wenn deine nächste Bestellung über Amazon machen, dazu findest du auch ein paar Links, einfach über einen unserer Links reingehen und dann ist es egal, was du bestellst. Wir bekommen eine ganz winzig kleine Provision darüber, aber im Moment ist es so, dass tatsächlich alles hilft. Für uns das Liebste ist natürlich, wenn du bei Patreon mitmachst, aber alles andere ist auch willkommen. Also wir freuen uns auf dich. So, jetzt hier weiter im Thema ist auch ein großartiges Beispiel dafür, wie man sagt ja, die Höhen sind höher und die Tiefen sind tiefer auf dem Segelboot und das stimmt tatsächlich, weil wenn sowas kommt, das haut richtig rein und das hat man uns, glaube ich, auch angesehen. Das zieht extrem runter. Aber egal, also wir sind schon mal froh, dass wir ein Schrittchen weiter sind, dass wir jemanden haben, der uns da helfen kann und bleibt dabei. Das nächste Mal können wir euch mehr erzählen.